Hey, es ist wieder früher Morgen und ich will mich heute dem Thema Ich-Universum zuwenden. Das Ich-Universum ist ein Konzept, das habe ich mal vor vielleicht so 15 Jahren oder so mir überlegt und ich will kurz darauf eingehen, warum und wieso. Ich hatte damals auch ein Buch geschrieben, das hieß so, das Ich-Universum. Darauf kam ich, weil ich mir dachte, dass das äußerliche Universum alle Objekte enthält, die wir kennen. Das Ich-Universum enthält alle Objekte, die ich kenne. Und nun ist klar, dass jeder natürlich ein anderes Ich-Universum hat mit verschiedenen Objekten. Nachdem ich dieses grundlegende Konzept hatte mit dem Ich-Universum, fielen mir noch andere Ähnlichkeiten auf und das Ganze entwickelte sich dann im Laufe der Zeit dazu, dass ich sagte, das äußerliche Universum ist eine Metapher für Bewusstsein. Im Grunde genommen liegt dieser Gedankengang dem Spiritualismus auch nahe, denn wenn der Spiritualist sagt, dass es diese äußerliche Welt der Existenz in materieller Form nicht gibt, nicht in dem Sinn gibt, wie wir uns das vorstellen, nämlich als außerhalb und unabhängig des menschlichen Geistes, dann hat diese äußerliche Welt, die wir da sehen, offenbar alle Elemente des Geistigen. Die Elemente des Geistigen sind im Gegensatz zu den Elementen des Materiellen volatil. Das heißt, sie können sich verändern, sie können Metaphern sein, sie sind eigentlich immer Metaphern. Das heißt, man kann innerhalb des Geistes für jede Sache, die man hat, auch eine Metapher finden. Und mit dem äußerlichen Universum haben wir demzufolge eine Metapher für uns, aus meiner Sicht eine Metapher für das grundlegende Bewusstsein, für das grundlegende Funktionieren des Bewusstseins, dessen Teil wir sind. Das äußerliche Universum hat meiner Ansicht nach noch wir billigen ihm eine Eigenschaft zu, die wir vielleicht bei unserem innerlichen Ich-Universum nicht annehmen würden. Und zwar ist es diese materialistische Eigenschaft der Existenz, dass wir sagen, im äußerlichen Universum sind nicht nur die Objekte, die wir kennen, sondern auch die wir kennenlernen könnten. Und da haben wir ja die Vorstellung, dass das Universum unendlich ist und dass in einem unendlichen Universum sich alle Möglichkeiten auch realisieren müssen. Das führt zu der absurden Vorstellung, ich hatte das schon mal in einem anderen Beitrag vorgetragen, dass in einem unendlichen Universum auch Schreibmaschine schreibenden Affen vorhanden sein müssen, die gerade die Bibel schreiben oder jedes andere Buch. Und so gesehen macht der Materialismus natürlich wenig Sinn. Aber ich will mal dazu kommen, inwiefern das Ich-Universum, also dieses Konzept des Ich-Universums, hilfreich ist für das Verständnis des Bewusstseins. Denn aus meiner Sicht ergeben sich einige augenscheinliche Parallelen zwischen dem, wie man sein eigenes Bewusstsein wahrnimmt und dem, wie das äußerliche Universum wahrgenommen wird im Allgemeinen. Das äußerliche Universum wird immer so wahrgenommen, dass alle Objekte, die man sehen kann, ausreichend sind für das Begreifen des Universums. Das heißt, es fehlen keine Objekte. Es sind einfach so viele Objekte da, wie die Wissenschaftler sehen, sagen wir mal. Und wenn wir noch keine Wissenschaft hatten, die sich damit befasste, dann waren es wir selber, die in den Himmel schauten und sagten, oh, so viele Sterne. Aber es fehlten keine Sterne und es war schon immer so, dass das Universum die Objekte hatte, die da waren und es erschien ausreichend.
Im Bewusstsein, im Ich-Bewusstsein ist es ja ganz ähnlich. Man hat also einen bestimmten, sagen wir mal, Kenntnisstand. Man hat also bestimmte Objekte des Denkens, die darin vorkommen, und man vermisst nicht die Objekte, die nicht da sind. Auch wenn man vermutet, dass es Objekte geben mag, die andere kennen, aber man selber nicht. Aber man würde niemals sagen, man sei ausgestattet mit zu wenig Denkobjekten. Das äußerliche Universum scheint durch wissenschaftliche Erkenntnis zu expandieren. Das heißt, je genauer man es beobachtet und je tiefer man in die Tiefen des Raums schaut, indem man immer stärkere Teleskope benutzt, desto größer wird sozusagen der Radius des als rund wahrgenommenen Universums. Genau dasselbe passiert mit dem innerlichen Universum. Man schaut umso tiefer in die Tiefen des Bewusstseins, je mehr von diesen Denkobjekten sich bilden, je mehr sogenannte Fakten man kennenlernt. Dann hatte ich in einem anderen Beitrag gesprochen über die Gravitation der Gedanken. Also die Gravitation spielt ja im äußerlichen Universum eine wichtige Rolle. Es ist die Kraft, die die Planeten bewegt, die Materie bewegt, die also riesige oder schwarze Löcher entstehen lässt, die Sonnen entstehen lässt, um die Planeten kreisen. Im Ich-Universum ist es ganz ähnlich, und ich muss nochmal sagen, es ist ja, ich mache deshalb diesen Vergleich, weil ich sage, das äußerliche Universum ist auch geistiger Natur. Es hat nicht tatsächlich diese materialistische Form, sondern es hat geistige Eigenschaften. Im Ich-Universum, das natürlich auch geistig ist, als Teil eines größeren Bewusstseins, gibt es diese Gravitation in der Form, dass man was, glaube ich, jeder an sich wahrnehmen kann. Wenn man also ein bestimmtes Thema, sehr stark in seinem Kopf bewegt, dann kommen immer neue Aspekte und geistige Inhalte dazu. Ich nenne es Denkobjekte. Genau wie, und das ist jetzt ein weiterer Punkt, genau wie im äußerlichen Universum gibt es diese Rundheit. Man hat also in jede Richtung freie Sicht. Daher erscheint das Universum wie eine Kugel. Und man denkt, da man in materialistischen Termini der Begrenztheit denkt man eigentlich daran, dass das Universum wie eine Kugel sein müsste mit einer Grenze. Gleichzeitig kann man sich nicht vorstellen, dass in diesen riesigen Räumen, die man da sieht, irgendwelche Grenzen vorhanden sein sollen. Die eigentliche Offenheit, die das Universum hat, kann man sich nicht wirklich vorstellen. Ich komme insofern darauf zurück, was ich gerade sagte über diese maschinenschreibenden Affen. Das ist absurd, das kann man sich nicht vorstellen. Das wäre aber die Konsequenz, wenn man sagen würde, alles, was möglich ist, muss auch existieren in einem unendlichen Raum. Ganz ähnlich ist es mit dem Ich-Universum. Es ist einerseits scheinbar begrenzt auf die Dinge, die man kennt. Auf der anderen Seite ist es offen, denn man hat ja die Fantasie und kann sich jederzeit neue Denkobjekte schaffen. Für das Ich-Universum würde es als absurd gelten, wenn ich zu den Denkobjekten, die ich im Ich-Universum habe, hinzuzählen würde, die Denkobjekte, die ich haben könnte. Wohingegen es im äußerlichen Universum, das ja eine materialistische Qualität haben soll, üblich ist, das so zu sehen. Ich hatte das gerade gesagt, diese Absurdität mit den maschinenschreibenden Affen. Im Ich-Universum wäre dieser Gedankengang nicht üblich, dass man sagt, was ich weiß,
sind nicht nur die Dinge, die ich weiß, sondern auch die Dinge, die ich wissen könnte. Weil das hieße, dass man geradezu eine Unendlichkeit von Dingen weiß, was, wie jeder sich vorstellt, nicht zutrifft. Insofern hat das Ich-Universum diese Qualität, die Plato in seinem Höhlengleichnis beschrieb, indem er sagte, dass eine neue Erkenntnis die alten Erkenntnisse so aussehen lässt, als seien sie unter großer Naivität zustande gekommen. Man stünde jetzt im Licht und vorher habe man wenig gewusst. Das ist also das Typische an einem fortschreitenden Erkenntnisprozess, dass neue Denkobjekte hinzukommen und gleichzeitig die Konstellation der alten Denkobjekte verändern, die weiterhin da sind. Das wäre so, als wenn im Universum, im äußerlichen Universum, die Konstellation, sagen wir, eines Planetensystems gestört würde durch ein äußerlich hinzukommendes Objekt, das dann wieder neue Gravitation bewirkt und die Objekte bewegen sich anders. Ich möchte das jetzt noch kurz wie folgt zusammenfassen. Das äußerliche Universum ist eine Metapher. Es ist sozusagen ein Gleichnis, und da wir Menschen eine Perspektive sind innerhalb dieses größeren Bewusstseins, also wir sind nicht wirklich diejenigen, die mit einem ganz freien Geist auf etwas fest Determiniertes schauen, in Form von Materie. Das ist ja immer dieses Bild, die Materie ist ganz begrenzt und wir Menschen sind aber in unserem Geist völlig frei und können mit diesem freien Geist die wirkliche Natur der Dinge erfassen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir ein kleiner Teil eines umfassenden, riesigen Bewusstseins sind, das wir aber gleichzeitig direkt vor uns haben. Wir müssen also nirgendwo hingehen und wir müssen, wir sollten nur diese eine Sache verstehen, dass die Dinge, die uns umgeben, geistiger Natur sind. Und haben dann die Möglichkeiten, dieses geistige Universum zu erforschen. Denn das eigentliche Universum ist genauso hier an diesem Ort, wo ich bin, wie an jedem anderen Ort. Es unterscheidet sich also insofern nicht. Und wir müssen aus dieser Sicht heraus nicht ständig die Unterscheidung treffen, da draußen ist ein unendliches Universum und hier sei es nicht. Das individuelle Bewusstsein ist ein Teil des umfassenden Bewusstseins. Und wenn man also konstatiert, so wie es der Spiritualismus ja tut, dass es diese äußerliche Welt in der angenommenen Form eines von uns unabhängigen materiellen Seins nicht gibt, dann muss sich dieser Eindruck eines umfassenden Universums anders formen. Und die spiritualistische Sicht ist, so wie ich das versucht habe, hier in dieser Grafik darzulegen, eine Grafik, die übrigens inspiriert ist von einer Grafik, die Salvador Dalí gemacht hat, in der also viele Augen in die Welt schauen. Diese Perspektiven, das sind wir, das sind die Menschen, das sind aber noch viele ungeahnte Perspektiven, die wir nicht kennen. Und die sozusagen eine Welt des Bewusstseins formen durch gemeinsame Beobachtung. Und das Wort Beobachtung in diesem Sinne kann nicht im materialistischen Sinn verstanden werden, dass es eine Beobachtung von etwas Äußerlichem ist, worauf wir schauen mit Geist, sondern wir sind ja mittendrin im Geist und beobachten gemeinsam. Also es gibt eine Kommunikation zwischen diesen Beobachtern ganz offenbar, und formen daraus eine Gesamtheit eines Bewusstseins. Die Gesamtheit des Bewusstseins können wir nicht überblicken, aber wir können das Funktionieren des Bewusstseins gut verstehen, zum Beispiel indem wir dieses Gleichnis des Ich-Universums anwenden. Damit will ich es für heute erstmal bewenden lassen. Ich hoffe, es hat manchen von
von euch etwas gesagt und ich sage over and out und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Und aktiviert die Glocke bitte.